Ich verantworte das Service Management IT in der Marienhaus-Dienstleistung. Die Marienhaus-Dienstleistung ist eine Untergruppe der Marienhaus-Gruppe. Die Marienhaus-Gruppe selbst ist einer der größten katholischen Arbeitgeber im deutschen Gesundheitswesen. Die Marienhaus-Dienstleistung hat sich 2015 entschlossen, nach den EITL-Prozessen neu aufzustellen, um ihre IT-Dienstleistungen besser, effizienter und kundenorientierter anzubringen. Um dies zu erfüllen, haben wir uns auf dem Markt nach Lösungen umgeschaut, die diesen Anforderungen gerecht werden. Die größten Probleme und Baustellen unserer Organisation waren einerseits die unterschiedlichen Auffassungen von IT-Services. Was ist ein IT-Service? Wie wollen wir ihn umsetzen? Die mannigfaltigen Strukturen, wie IT-Services abgebildet worden sind, teilweise gar nicht, teilweise sehr, sehr dezidiert. Und das Problem war auch gewesen, dass wir an 22 verschiedenen Standorten 22 verschiedene Ticketsysteme hatten und das Ziel war, eine gemeinsame Lösung zu finden, die wir auch zentral auswerten, die wir auch zentral beobachten können und wo wir auch entsprechend steuern können. Wir haben ein klassisches Markterkundungsverfahren durchgeführt und sind dabei auf die üblichen Verdächtigen gestoßen, eine Matrix 42, eine Barramundi, auch diverse Open-Source-Lösungen, um zu schauen, dass wir auch kostengünstig ein solches System umsetzen können. Zufällig sind wir auch über die Lösung Chervil gestolpert. Da gab es zwei Faktoren, die für Chervil den Ausschlag gegeben haben. Das war einmal die Freiheit des Systems. Das heißt, Chervil bietet uns den Werkzeugkasten. Wir müssen die Werkzeuge aber selber einsetzen und können sie auch selber einsetzen mit den entsprechenden Partnern, die uns Chervil auch zur Verfügung gestellt hat. Und zweitens dazu der Punkt der Mobilität. Wir haben gestartet in 2015 mit der Implementierung bei uns in den Standorten. Das heißt, wir haben eine zentrale Datenbank aufgebaut und erstmal unsere ganzen Standorte einzeln angeschlossen, haben dann gemeinsam die ersten Standardprozesse umgesetzt. Das heißt, wie sieht unser Incident-Prozess aus, wie sieht der Service-Request-Prozess aus, haben dann angefangen, unsere Service gemeinsam mit dem Partner zu definieren, wie wir sie in welche Form bringen können. Ab Oktober 2016 war das System dann live gewesen, hat sich jetzt im Laufe der letzten 2 Jahre sehr stark weiterentwickelt, weil man logischerweise im Laufe der Prozesse Dinge kennenlernt, die man anpassen möchte, was auch aus meiner Sicht eine große Stärke von Chervil war, weil wir letztlich jede Idee, die wir hatten, auch grundsätzlich irgendwo umsetzen konnten. Die Herausforderung bei der Einführung des Chervil IT Service Management Tools war für uns, dass wir unsere Prozesskenntnis überschätzt haben. Chervil ist ein sehr offenes System, aber Sie müssen sich Ihrer Prozesse bewusst sein. Das heißt, Sie müssen genau wissen, wie stelle ich mir den Prozess vor, wie möchte ich den Prozess umsetzen. Wenn Sie das für sich selber klar haben, ist es ein einfaches, das mit Chervil umzusetzen. Die Dextradata zeichnet aus, dass Sie ein breites Know-how haben in dem Thema Chervil und vor allem in dem Thema ITIL-Service-Prozesse. Das heißt, Sie können beide Welten vereinen für uns und können uns helfen, unsere Prozesse zu prüfen und die entsprechend auch umsetzen zu können in Chervil. Die Highlights in der Zusammenarbeit mit Dextradata würde ich insbesondere dahin beschreiben, dass Dextradata ein sehr zuverlässiger, schneller Partner ist. Das heißt, sämtliche Anfragen unsererseits werden zeitnah beantwortet, werden effizient beantwortet und bieten uns immer direkt Lösungen, die wir umsetzen können. Gewonnen durch die Implementierung haben wir auf jeden Fall eine Transparenz, eine maximale Transparenz gegenüber unseren Einrichtungen, dass wir auch nachweisen können, welche Leistungen wir erbringen, welche Leistungen wir erbringen können und an welchem Zeitumfang wir diese Leistung erbringen können. Wir können genau sehen, an welchem Standort welche Aufwände entstehen. Wir können auch Doppelungen erkennen, wo wir sagen, okay, wir haben da Riesenprobleme. Wir können unsere Ressourcen besser planen, weil wir wissen, wo wir an welchem Standort welche Ressourcen benötigen. Sei es einmal für unsere interne Kalkulation, aber auch für die Kalkulation unserer Kunden, um zu schauen, was ein Service bei einem Kunden A oder Kunden B kosten muss. Durch die engere Zusammenarbeit, die maximale Transparenz der Leistungen konnten wir feststellen, dass ein besseres Zusammenarbeiten auch erkennbar war, Kollegen auch sich besser unterstützen konnten, Führungskräfte mehr erkennen konnten, wo eventuell Leistungsspitzen oder Lastspitzen sind, die sie entsprechend puffern mussten.